Schönen guten Tag, mein Name ist Martin Bayer, ich bin Landesgeschäftsführer Berlin des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und wir sind hier auf dem Urnenfriedhof Seestraße in Berlin-Wedding. Mitten in der Stadt, heutzutage ist da auch der Bezirk Mitte. Seit 1859 wird dieser Ort jedoch als Begräbnisstätte genutzt, damals als Begräbnisstätte der Charité. Damals lag dieser Ort außerhalb der Stadtmitte an den Stadträndern. Und hier wurden auch nicht alle Toten bestattet, die im Krankenhaus der Charité verstorben sind, sondern nur diejenigen, die keine Angehörigen hatten, die niemanden hatte, für sie sorgte, und auch zum Beispiel diejenigen, deren Körper hier zu Versuchszwecken, zu anatomischen Zwecken entsprechend untersucht worden waren. Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde Berlin immer größer, immer mehr Bevölkerung zog in die Stadt, in die Hauptstadt des Deutschen Reiches, und Rudolf Virchow forderte schon frühzeitig an, doch mehr Feuerbestattungen durchzuführen, um einfach diese Verwesungsanstalten, wie er diese Erdbegrabstätten nannte, entgegenzuwirken, für die eben auch annahmen, dass sie entsprechend Krankheiten versorgen. Seit 1912 waren in Preußen, das Deutsche Reich war ja auch föderal organisiert, Feuerbestattungen möglich. Und 1912 wurde das nahe Krematorium Wedding entsprechend gebaut als größtes Krematorium Europas. Seit 1906 ging dieser Friedhof hier in landeseigener Hand über, Stadt Berlin. Und seit 1922 wird dieser Friedhof nur noch für Urnenbestattungen genutzt. Deshalb auch der Name jetzt Urnenfriedhof Seestraße. Es ist allerdings nicht nur ein Friedhof für normale Bestattungen, sondern wir haben ja auch diverse Ehrengräber und wir haben auch Gedenkstätten. Hinter uns sehen Sie das Gedenkmal für die Opfer des Faschismus auf aller Welt. Und in der Tat werden hier mehrere Widerstandskämpfer begraben. Hier auf dem Urnenfriedhof Seestraße gibt es auch 3 sogenannte Sammelgräber mit 295 Toten. Die Namen, die Sie hier sehen, sind alles Opfer des Nationalsozialismus. Die Namen hier sind Opfer des sogenannten Euthanasieprogramms. Menschen, die als unwertes Leben benannt worden sind innerhalb der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und die in diversen Anstalten, Tötungsanstalten ermordet worden sind und die letztendlich dann wieder zurücküberführt worden sind in ihre ursprüngliche Heimat. Nicht natürlich ohne, dass die Nationalsozialisten den Familien eine Rechnung gestellt hätten für die Einäscherung, für das Begräbnis. Hier liegen sie nun begraben, zusammen mit weiteren Opfern von den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald, zusammen auch mit weiteren Ermordeten aus den Gefängnissen Plötzensee und Brandenburg. Zum Beispiel auch 18 Widerstandskämpfer, die 1943 hingerichtet worden sind in Plötzensee, davon 16 Tschechen. Oder auch 39 Frauen, die in einem Frauengefängnis 1943 plötzlich tot aufgefunden worden sind, von dem man nichts weiter weiß. Hier wurden sie entsprechend bestattet. Auf dem Urnenfriedhof Seestraße liegen auch 227 Grabsteine, Erinnerungssteine für Opfer des Zweiten Weltkrieges. Es handelt sich einerseits um zivile Opfer der Bombenkriege und auch des Endkampfes um Berlin, wie auch einige Soldaten, die hier bei den Kämpfen fielen. Es gibt eine weitere Ausnahme. Wir haben hier das Grab von Ida Siegmann, ein Maueropfer, und zwar nicht irgendeines, sondern das allererste Maueropfer. Am 13.08.1961 wurde die Mauer errichtet und Ida Siegmann wohnte in der Bernauer Straße 48. Sie wohnte genau auf der Grenze, sie war im Osten und sobald sie das Haus verließ, war sie im Westen. Am 21.08. wurde ihr Haus verschlossen, es wurden neue Zugänge im Hinterhof gelegt und einen Tag vor ihrem 59. Geburtstag warf sie einige Betten, einige andere Materialien aus dem 3. Stock ihrer Wohnung, sprang hinterher, wollte in die Freiheit, wollte zu ihrer Schwester, die wenige Häuserblocks weiter im Westen lebte, und starb aber dann an den Verletzungen, die sich dabei zugezogen hatte. Auf dem Urnenfriedhof Seestraße befindet sich auch die Berliner zentrale Gedenkstätte für die Opfer des 17. Juni 1953, die am 17. Juni 1955 eingeweiht worden ist. Neben der Skulptur, die eben einen Mann zeigt, der sich unter Schmerzen von seinen Ketten befreit, in der Hoffnung, diese Ketten der Sklaverei entsprechend abwerfen zu können,
An dieser Gedenkstätte befinden sich auch 11 Ehrengräber des Landes Berlin von Menschen, die sich an den Aufständen gegen die Gewaltherrschaft beteiligt haben, die aber entsprechend so verletzt waren, dass sie in Westberliner Krankenhäusern behandelt wurden und dort verstarben. Unter großer öffentlicher Anteilnahme, mehr als 100.000 Menschen waren damals vor dem Westberliner Rathaus Schöneberg, dem zentralen Rathaus der geteilten Stadt, nahmen dieser Gedenkfeier für die Menschen teil. Sie wurden entsprechend hier bestattet. Leider immer noch nicht richtig ein. Das stimmt, aber gelungenes Tier. Quite. That's a quite.